Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen ketogenen Dessert-Rezeptvideo von mir. Heute stellen wir wieder eine wertvolle, roh vegane, ketogene, gesunde Süßigkeit her. Und zwar werden wir sogenannte Peanut Butter Crunchies herstellen. Ähnlich der sogenannten Lion-Riegel, die man im Geschäft kaufen kann. Genauso lecker, nur im Gegensatz dazu eben wirklich gesund und hochwertig. Wir verwenden jetzt Bio-Kakaobutter und bio-natives Kokosöl. Beide werden wir zum Schmelzen bringen und sie dazu kurz auf den Herd stellen und bei kleiner Temperatur langsam zum Schmelzen bringen. Besser wäre es und leichter zu verarbeiten später, wenn sie nicht ganz geschmolzen sind, sondern nur so halb geschmolzen, also nicht ganz so flüssig, aber Inshallah. Und dann verwende ich hier folgende Nussmischung. Ich benutze hier Cashewkerne, Pekannüsse. Die beiden werde ich noch in grobe Stücke schneiden. Und dann habe ich hier noch rohe Erdnüsse und blättrige Mandeln. Ihr könnt jede Art von Nuss dazu verwenden. Nüsse stecken voller Nährstoffe und beugen Krankheiten vor. Sie sind eine Wohltat für Herz- und Blutgefäße. Der regelmäßige Verzehr von Nüssen kann aber auch das Risiko für Diabetes und nachweislich sogar das für Bauchspeicheldrüsenkrebs reduzieren. Hier habe ich jetzt noch selber getrocknete Kokosnussstücke, die ich etwas kleiner schneide. Die gebe ich auch dazu, aber die müsst ihr nicht unbedingt dazugeben. Ihr könntet sie einfach weglassen oder stattdessen auch Kokosraspeln benutzen. Aber in Form dieser getrockneten Stücke schmecken sie richtig lecker, finde ich. Jetzt kommt noch Puderxylit hinzu und dann die geschmolzene Kakaobutter und das Kokosöl. Und dann gebe ich die Hälfte von diesem Glas Erdnussmus, also Bio-Erdnussmus hinzu, was aus 100% Erdnüssen besteht. Das war es fast auch schon an allen Zutaten. Es kommt nachher nur noch Zimt und etwas Himalaya-Salz hinzu. Aber jetzt werden wir erstmal alles verrühren. Und wie gesagt, es wäre besser, wenn halt die beiden Öle nicht ganz geschmolzen wären, denn dann könnte man die Peanut Butter Crunchies leichter und schneller formen. Aber jetzt war das ein bisschen flüssig, deshalb musste ich warten, bis das ein bisschen abgekühlt wurde, damit man sie besser formen kann. Hier geben wir jetzt noch Zimt hinzu und dann noch eine Prise Himalaya-Salz. Und das waren auch schon alle Zutaten. Wir sehen, es sind wirklich nur wenige Zutaten, die wir für diese leckeren Peanut Butter Crunchies benötigen. Ich habe dann diese Mischung ein wenig auskühlen gelassen sozusagen, bis die Konsistenz so war wie hier. So ist sie ideal, nicht ganz so flüssig eben. Und dann kann man diese Peanut Butter Crunchies richtig schön auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen, indem man eben von dieser Mischung einen gehäuften Esslöffel auf das Blech legt. Und sobald wir das getan haben, kommt dann dieses Blech in den Kühlschrank für einige Stunden. Eine halbe Stunde würde fast schon reichen, denn die werden sehr schnell hart im Kühlschrank und dann kann man sie auch schon genießen. Wir sehen hier also, das ist eine Süßigkeit, die rucki-zucki herzustellen ist, ganz einfach, kinderleicht, das kann jeder nachmachen und dazu sind sie sehr gesund, mashallah. Und da Nüsse eine hochkonzentrierte Nahrung mit extrem hoher Nährstoffdichte sind, das bedeutet, man muss von Nüssen nicht sehr viel essen, um satt zu werden, reicht schon ein Peanut Butter Crunchy vollkommen aus, um davon gesättigt und zufrieden zu sein. Also ein richtig toller Nachtisch oder eben zum Kaffee oder zum Tee. Bereits kleine Nussmengen tragen enorm zur Deckung des täglichen Nährstoff- und Vitalstoffbedarfs bei, sodass schon ein leckeres Peanut Butter Crunchy am Tag uns mit wichtigen Nährstoffen versorgt. Trotz ihrer beachtlichen Fettgehalte handelt es sich beim Nussfett um ein sehr hochwertiges Fett mit vielen gesundheitlichen Vorteilen. So ist die Fettsäurenzusammensetzung in vielen Nüssen ganz hervorragend. Neben guten Fetten enthält jede Nuss eine eigene Kombination aus Vitaminen und Mineralien. So sind Nüsse beispielsweise eine hervorragende Quelle für Vitamin E, ein kraftvolles Antioxidant, das schädliche freie Radikale neutralisiert und verhindert, dass gesunde Zellen angegriffen werden. Nüsse sind ebenso reich an Folsäure und Magnesium. So schützt die Folsäure gemeinsam mit den Vitaminen B6 und B12 vor einer überhöhten Konzentration von Homozystein im Blut und bewahrt auf diesem Wege vor Herz- und Gefäßerkrankungen. Nüsse sind auch wertvolle Proteinlieferanten und sie senken das Diabetesrisiko, beugen Gallensteinen vor und schützen vor Krebs, unter anderem, und sie machen den Kopf klar. Alle diese Vorteile allerdings beziehen sich nur auf rohe, unbehandelte Nüsse. Deshalb sollte man sie nach Möglichkeit nicht rösten oder stark erhitzen. Kakao ist eine der besten Magnesiumquellen und somit auch die Kakaobutter. Die mittelkettigen Fettsäuren des Kokosöls sind sehr leicht verdaulich. Ohne die Mitarbeit der Gallensäuren können sie verdaut werden. Und da sie wasserlöslich sind, gelangen sie ohne Umschweife über die Blutbahn in die Leber. Dort werden sie vom Körper sehr gerne für die Energiegewinnung genutzt
und weniger gern in die Fettdepots eingelagert, weshalb sie und andere gesättigte Fettsäuren nicht dick machen. Dick machen uns stattdessen die vielen Kohlenhydrate, die wir heute essen, weshalb es sehr zu empfehlen ist, eine ketogene oder mindestens kohlenhydratarme Ernährung zu pflegen, weil diese nicht nur vom Dickwerden, sondern vor vielen anderen Krankheiten bewahrt. Ja, damit ist das Video beendet. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben und wenn ihr das Video mit vielen Menschen teilt, damit so viele Menschen wie möglich einen Nutzen aus diesen Informationen entnehmen können. Vergesst auch nicht, die Glocke zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Maria. Und weniger gern in die Fettdepots eingelagert, weshalb sie und andere gesättigte Fettsäuren nicht dick machen. Dick machen uns stattdessen die vielen Kohlenhydrate, die wir heute essen, weshalb es sehr zu empfehlen ist, eine ketogene oder mindestens kohlenhydratarme Ernährung zu pflegen, weil diese nicht nur vom Dickwerden, sondern vor vielen anderen Krankheiten bewahrt. Ja, damit ist das Video beendet. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben und wenn ihr das Video mit vielen Menschen teilt, damit so viele Menschen wie möglich einen Nutzen aus diesen Informationen entnehmen können. Vergesst auch nicht, die Glocke zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Maria.